Aktien sind die beste Anlageklasse, langfristig. Aktien sind aber auch sehr riskant. Darum müssen wir heute über Risiko reden. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Mitgründer von TrueWealth. Wie riskant ist es, in Aktien zu investieren? Oder anders gesagt, warum machen wir mit unseren Kunden die Risikoprofilierung? Aktien sind die beste Anlageklasse, langfristig. Wenn wir lange in die Vergangenheit hineinschauen, am Beispiel zum Beispiel vom amerikanischen Aktienmarkt, dann haben Aktien mit etwa 6 oder 7% pro Jahr rentiert über den Wirtschaftszyklus. Und zwar nach Inflation, also Kaufkraft bereinigt. Aber Aktien sind auch sehr volatil, das heißt, sie schwanken im Wert sehr stark. Das überrascht vielleicht, aber auch wenn man diversifiziert in viele Aktien investiert, muss damit rechnen, dass es einmal 50% im Wert runtergeht. Das ist ja in der Vergangenheit auch schon passiert. Ein Beispiel ist sehr lange her, da hat niemand von uns gelebt. Das war die große Depression in den USA, die Great Depression. Da sind die amerikanischen Aktienmärkte stark eingebrochen, über 50%. Aber es gibt auch ein Beispiel in der jüngeren Zeit, 2009 mit der Finanzkrise, ist der Aktienmarkt um über 50% eingebrochen. Man könnte auch sagen, wer in Aktien investiert, verliert regelmäßig die Hälfte. Ich werde oft gefragt, kann man den Markteinbrüche nicht vorhersehen? Das kann ja nicht so schwierig sein. Die einfache Antwort ist leider nein. Natürlich gibt es Leute, die es versuchen, aber auch die liegen regelmäßig falsch. Aber kann man sich dann nicht vor dem nächsten Crash schützen? Doch. Diversifiziert investieren, verteilt über verschiedene Anlageklassen und über verschiedene Märkte und Regionen, macht den Crash milder, auch wenn es ihn nicht ganz wegmacht. Aber noch wichtiger ist diszipliniert investieren. Warum? Wenn ein Crash kommt und das Portfolio im Minus ist, früher oder später wird auch eine Markterholung wieder kommen. Wenn man genau dann kalte Füße bekommen hat und nicht zu seiner Strategie hat können halten, dann wird man zwar den Verlust im Portfolio haben und im Geld, aber man wird die Markterholung verpasst haben. Aber wie viel Verlust haltest du aus? Die Frage ist ganz wichtig. Weil für deinen langfristigen Anlageerfolg willst du eigentlich so viele Aktien wie möglich haben. Aber nur so viel, dass du zu deiner Anlagestrategie kannst halten, wenn eben der Crash kommt. Und das ist schwierig. Darum machen wir auch die Risikoprofilierung mit all unseren Kunden. Das ist nicht so schwierig, es geht relativ schnell. Probier es mal aus. Du kannst das bei uns online machen, musst nicht einmal Kunde sein, mach einfach ein Testkonto und dann kannst du die Risikoprofilierung für dich selber in aller Ruhe ausprobieren. Hey, was zum Thema Investieren hast du schon immer wissen? Mach mir einen Kommentar oder schreib mir auf felix@truewealth.ch. Danke fürs Hineinschauen, bis zum nächsten Mal.